In den nächsten Monaten bringen wir dich auf das B2-Niveau. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und mit diesem Video startet der Workshop Dein Weg zu B2 in Deutsch. Er besteht aus 3 Videos und du bekommst viele kostenlose Materialien aus meinen Kursen. Du wirst 2 Methoden lernen, mit denen du endlich die deutsche Grammatik beherrschst und den gesamten deutschen Wortschatz bis B2. Außerdem sparst du damit fast die Hälfte deiner normalen Lernzeit. Gut, oder? Diese beiden Methoden habe ich während meines Masterstudiums an der Universität Saarbrücken gelernt, wo ich auch jahrelang Deutsch für Ausländer unterrichtet und sie auf das C1-Niveau gebracht habe. Wer mich noch nicht kennt, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und bin deutsche Muttersprachlerin. Meine Spezialität ist Grammatik, aber das ist natürlich nicht alles. Ich zeige dir, was du wirklich brauchst und wie du sogar deine Deutschprüfung bestehen kannst. Unsere Sprache ist wirklich nicht so schwierig, wie du denkst. Du brauchst nur effektive Methoden und jemanden, der dir hilft. Also sei dabei und profitiere von meiner Erfahrung, damit auch du endlich fließend auf Deutsch kommunizieren kannst, beim Sprechen und beim Schreiben, privat und im Beruf. Du kannst dich kostenlos für diesen Workshop anmelden. Alle Infos sind unter dem Video. Aber zuerst stelle ich dir die beiden Methoden einmal vor. Wir starten mit der deutschen Grammatik, denn davor haben viele große Panik. Aber keine Angst. Ich habe gelernt, die Struktur der Grammatik super einfach und logisch zu erklären. Der Großteil der grammatischen Themen liegt auf dem A- und B-Niveau, auf dem C-Niveau kommt eigentlich nichts Neues mehr, Sätze werden einfach nur länger und die Wörter sind etwas schwieriger. Und damit du diese Themen effektiv lernst und auch benutzen kannst, gibt es die Induktiv-Deduktiv-Methode und diese besteht aus den folgenden 5 Schritten. Erstens, du bekommst eine ganz einfache Situation auf Deutsch präsentiert. Zweitens, ich stelle dir die richtigen Fragen, damit du diese Situation von selbst verstehst. Drittens, du bekommst eine super einfache Erklärung dazu, um deine Theorie zu bestätigen. Und um ganz sicher zu gehen, dass du alles verstanden hast, vergleichst du diese Situation mit deiner Muttersprache. Und du erhältst die für dich richtigen und gezielten Übungen, die dir dabei helfen, fehlerfreies Deutsch zu schreiben und zu sprechen. Damit kannst du jedes Lernziel erreichen. Hier ein kurzes Beispiel. Wann braucht man Dativobjekte und wann braucht man Akkusativobjekte? Schau mal. Ich helfe meinem Stift. Ich helfe meiner Freundin. Wir gratulieren unserem Computer zum Geburtstag. Wir gratulieren unserem Kollegen zum Geburtstag. Was fällt dir auf? Schau dir die Beispiele mal gut an. Grammatisch sind alle 4 korrekt, aber ergeben alle 4 einen Sinn? Kann man einem Stift helfen? Kann man einem Computer zum Geburtstag gratulieren? Nein, das geht natürlich nicht. Aber warum nicht? Weil sie keine Menschen sind. Verben, die ein Dativobjekt brauchen, sind normalerweise Menschen oder auch Tiere. Und deshalb fragt man nach dem Dativobjekt nur wem. Man fragt nicht wem oder was. Noch ein Beispiel. Ist das ein Satz? Fabian arbeitet. Ja,
Und der hier? Alexander schläft. Ja, auch. Und dieser hier? Anna hat. Claudia macht. Komisch, oder? Sehr komisch. Aber warum? Hier fehlt doch Information. Du fragst dich jetzt, was hat Anna? Was macht Claudia? Anna hat einen Termin und Claudia macht einen Grammatikkurs. Aber was heißt das jetzt? Manche Verben brauchen mehr Information, damit sie komplett sind, und das sind normalerweise Objekte. In diesem Fall Akkusativobjekte. Und warum? Und das hast du gerade gelernt. Ein Termin und ein Grammatikkurs sind keine Menschen, daher ist das Dativobjekt unwahrscheinlich. Fast alle Verben, die ein Objekt brauchen, brauchen den Akkusativ. Du findest eine Liste mit den Dativverben in den kostenlosen Materialien zu diesem Workshop und das sind zum Glück nur ganz wenige. Okay, vergleiche das jetzt mal mit deiner Muttersprache. Schreib ein paar Verben auf und frag dich, ob man sie allein im Satz benutzen kann oder ob man ein Objekt braucht. In anderen Sprachen heißen sie oft direktes und indirektes Objekt. Der Vergleich mit deiner Muttersprache ist super wichtig für dein Verständnis unserer Strukturen. Es gibt ein paar tolle Übungen zu diesem Thema, auch die findest du in den Workshop-Materialien. Und was denkst du? Kannst du dir vorstellen, die deutsche B-Grammatik mit dieser Methode zu lernen? Ich bin mir sicher, dass du das kannst. Und warum? Weil bereits tausende Deutschlerner erfolgreich mit meiner Methode lernen. Als nächstes schauen wir uns an, wie du mit der Assoziationsmethode den kompletten deutschen Wortschatz bis B2 lernen kannst. Mit Spaß und in viel kürzerer Zeit als sonst. Mit dieser Methode habe ich Spanisch gelernt und ich kann sie alle nur empfehlen, denn auch wissenschaftliche Studien belegen, dass sie super effektiv ist. Deshalb habe ich zusammen mit der Universität Saarbrücken neben dem Grammatikkurs auch einen kompletten Wortschatzkurs erstellt. Dazu aber später mehr. Was ist das Problem, wenn man neue Wörter lernt? Die deutsche Sprache hat circa 500.000 Wörter, aber ein Muttersprachler benutzt nur etwa 12.000 bis 16.000 Wörter. Das ist unser aktiver Wortschatz. Den benutzen wir aktiv. Unser passiver Wortschatz, also Wörter, die wir verstehen können, ist etwas größer, aber keine Panik, denn um im Alltag sicher kommunizieren zu können, und damit meine ich unser tägliches Leben und unsere Arbeit, brauchen wir weniger als die Hälfte davon. Du als Deutschlerner brauchst einen aktiven Wortschatz von circa 4.000 Wörtern und damit kannst du bis zu 95% der Sprache im Alltag verstehen und auch meistern. Und das ist ein Ziel, das du in wenigen Monaten erreichen kannst, wenn du fleißig bist. Und das Beste, du kannst die Hälfte dieser Wörter ja schon. Da fehlt nicht mehr so viel, wie du denkst. Wenn du meine Videos verstehst, bist du schon auf einem guten B1-Niveau. Den Rest lernst du locker. Also keine Angst, du brauchst nur ein effektives System mit dem richtigen Wortschatz und du bist auf der sicheren Seite. Okay, und wie funktioniert die Assoziationsmethode? Für jedes neue Wort, das du lernen möchtest, brauchst du ein Bild im Kopf. Das kann alles Mögliche sein, egal was. Mach dir das Bild gerne zuerst in deiner Muttersprache, dann ist es am einfachsten. Es muss auch kein exaktes Bild sein, es kann ein anderes Wort sein, das für dich ähnlich klingt oder was auch immer.
Mit Bild ist eine Idee gemeint und du verbindest dieses Bild mit dem Wort, das du lernen willst. Du assoziierst es. Zum Beispiel Weihnachten. Welches Bild hast du nun im Kopf? Verbinde dieses Bild mit dem Wort Weihnachten. Das machst du dann mit allen Wörtern, die du lernen möchtest. Und zwar als Geschichte. Im besten Fall sind es Wörter eines Themas. Ich würde mit 3 bis 5 Wörtern anfangen, damit du dir die Geschichte gut merken kannst. Sie muss nicht lang sein, aber jedes der Wörter sollte mindestens 1 bis 2 Mal in deiner Geschichte vorkommen. Nehmen wir mal Weihnachten, Tannenbaum, Geschenke, Kekse und Lichterketten. Fällt dir schon etwas ein? Dann schreib deine Geschichte in die Kommentare und ich korrigiere sie für dich. Jetzt ist es wichtig, alle 4 Fertigkeiten damit zu üben. Sprechen, schreiben, lesen und hören. Zunächst erfindest du die Geschichte in deinem Kopf und sagst sie dir laut vor. Danach schreibst du sie auf. Achtung, es geht nur um die Wörter und nicht um die Grammatik oder einen fehlerfreien Text. Sobald du sie geschrieben hast, liest du sie dir mehrmals durch und nimmst sie danach mit dem Handy auf. So kannst du sie dir anhören, so oft du möchtest. Wenn möglich, tu deine Geschichte aktiv, bewege dich im Raum, stell dir den Tannenbaum vor und wie du die Lichterkette aufhängst und die Geschenke darunter legst. Sag die Geschichte währenddessen laut vor, damit du deine Bewegungen und Worte miteinander verbindest. Ich weiß, es klingt verrückt, aber unser Gehirn lernt so am effektivsten und auch am schnellsten. Je abstrakter oder absurder die Geschichte ist, umso leichter bleibt sie dir im Kopf. Du kannst dir viele dieser Geschichten ausdenken, sie sind ja kurz. 50 Vokabeln pro Tag sind damit absolut machbar. Du kannst sogar mehr schaffen, wenn du es wirklich willst. Klar, es gibt Wörter, die man sich nicht ganz so gut merken kann, zum Beispiel Funktionswörter wie während oder Adverbien wie dennoch und nichtsdestotrotz. Aber auch hier habe ich eine gute Nachricht für dich. Diese Wörter werden in Texten sehr oft benutzt, sodass sie durch Lesen, Lesen, Lesen automatisch gelernt werden. Und zum Schluss musst du die Geschichte natürlich wiederholen. Das machst du am besten am ersten Tag 2 oder auch 3 Mal, dann nochmal am nächsten Tag, an Tag 4, an Tag 8 etc. Merke dir, du brauchst 7 bis 10 Begegnungen pro Wort, damit du es langfristig in deinen Wortschatz aufnehmen und auch selbst benutzen kannst. Und welche Wörter brauchst du? Du kannst dir diesen kompletten Wortschatz als kostenlose Liste herunterladen. Er ist bei den Materialien des Workshops dabei. Der Link ist, wie immer, unter diesem Video. Aber Achtung, es ist nur eine Wortliste. Am besten lernst du in einem Kontext, mit Texten, Audios, Übungen und natürlich indem du schreibst und sprichst und korrigiert wirst. Dazu bekommst du beim nächsten Mal noch weitere kostenlose Materialien aus meinem Wortschatz und aus dem Grammatikkurs, damit du mit dieser Methode üben kannst. Und du wirst sogar eine weitere Schreibaufgabe bekommen, die ich für dich korrigiere. Also sei beim nächsten Video auf jeden Fall dabei. Nun interessiert mich noch, was deine größten Schwierigkeiten beim Deutschlernen sind und welches Ziel du momentan hast. Schreib mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich sehr darauf, dich besser kennenzulernen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.